Hallo, mein Name ist Matze und herzlich willkommen zum großen Anfängerguide für Age of Empires 2 Definitive Edition. Heute geht es um die wichtigsten Mods, Einstellungen und einen kurzen Überblick über die wichtigsten Hotkeys, um auf der Rangliste gut durchzustarten und schneller sich zu verbessern. So, dann kommen wir auch zu den Einstellungen, die findet man auf dem Zahnrad, Optionen. Auf der ersten Seite geht es um die erweiterten Tooltips und Einheitenstatistiken. Damit sieht man unter anderem den Bonusschaden, die Angriffsgeschwindigkeit und die Treffergenauigkeit. Auf der zweiten Seite der Grafikseite, da gibt es zwei Sachen. Einerseits Nebel animieren, brauchen wir nicht. Und hier oben, falls wir auf einem anderen Monitor spielen wollen, können wir hier Fenster klicken und das Fenster auf den richtigen Monitor klicken und dann Vollbild machen. Auf der nächsten Audioseite, jedem selbst überlassen, wie laut er gerade die Musik haben will im Hintergrund. Den Sprachchat würde ich hier ausschalten. Da gibt es aktuell noch die Probleme, dass man in-game sich so gut wie nicht muten kann. Und gleichzeitig gibt es hier keine Rauschunterdrückung. Beim Spieletab gibt es jetzt mehrere Sachen zu beachten. Gesundheitsleisten immer anzeigen, auch empfehlenswert. Dann sieht man zum Beispiel, ob bei seiner Holzwirtschaft irgendwo ein Dorfbewohner steht mit wenig Lebenspunkten und man kann den dann leichter zum Dorfzentrum zurückschicken. Hier unten Gebäude-Reichweite. Das bedeutet im Wesentlichen, dass alle Türme, alle Burgen, alle Dorfzentren ihre Reichweite angezeigt wird auf der Karte. Auch unbedingt empfehlenswert, das einzuschalten. Dann hier unten die Untätigkeitsanzeige, auch sehr hilfreich. Sieht man unter den Dorfbewohnern, die gerade nichts zu tun haben, ein kleines Fragezeichen. Die kleinen Bäume, da nutze ich gleich ein Mod, da kommen wir gleich dazu. Und bei der Warnung verbleibende Bevölkerung hat man da die Auswahl, ob man 5 Plätze vorher gewarnt werden will oder in dem Moment, in dem es zu spät ist. Ich habe lieber die zweite Variante, aber wenn ihr gerne früher daran erinnert werden wollt wegen Häuser, dann aktiviert das gerne. Auf der anderen Seite einquartieren mit Rechtsklick, auch ein sehr angenehmes Feature, um sich unnötige Tasten zu sparen. Dann hier unten den Sprüchetext, für Neulinge auf jeden Fall empfehlenswert. Nutze ich sogar selber meistens, weil ich selber nicht so viele Sprüche kenne. Ja, hier unten Doppelklick auf Dorfbewohner. Das passiert alle 100 oder 200 Spiele mal, dass, wenn man das nicht aktiviert hätte, dass man dann einmal Doppelklick auf einen Dorfbewohner macht, den auf eine andere Arbeit schickt und dann versehentlich die komplette Wirtschaft hinterher schickt. Deswegen ist es auch gut, wenn dies nur die untätigen Dorfbewohner hier ausgewählt werden. Die Scrollgeschwindigkeit ist individuell und bei der Scrolltaste klicken und ziehen, da empfehle ich das klassische Verhalten. Das zeige ich nachher, wie das aussieht. Hier grob ein Überblick, welche Mods ich nutze. Einerseits hier unten die Minimap wird hier 50% größer gemacht. Ich nutze hier einen Mod für kleine Bäume, dass die Wildschweine ein Symbol oben drüber haben. Wenn diese zum Beispiel hinter einem Hindernis stehen, kann es mal passieren, dass man die nicht direkt sieht. Dann nutze ich hier einen Schafring. Das zeigt genau an, wie weit die Schafe am Anfang stehen können. Also in diesem Bereich stehen die Schafe, die Wildschweine normal ein bisschen vorne dran, die Hasen auch eher hier vorne, die Rehe normalerweise hinten. Aber die Rehe, die braucht man am Anfang nicht wirklich zu beachten. Dann gibt es auch bei den Reliquien noch ein Symbol oben drüber. Das gleiche auch für die. Wenn diese zum Beispiel direkt hinter einer Mauer stehen, kann es sein, dass man die mal nicht direkt sieht. Dann gehen wir ins Mod-Menü, um alle zu sehen. Einen kann ich noch zeigen. Wenn man einen Dorfbewohner killt, dann bleibt hier die Blutlache ein klein wenig länger liegen. Ist zum Beispiel auf dem dunklen Wald sehr hilfreich, weil es dann mal passieren kann, dass man in wilde Tiere reinläuft und dann quasi leichter die Stelle wiederfinden kann, um zu gucken, ob da noch ein wildes Tier da steht oder ob da ein Gegner gerade vorbeigeschaut hatte. Dann kommen wir auch zu den Mods, die findet man auf der Startseite hier unten bei Mods. Dann der erste Ring, um die Schafe Nummer 5 bis 8 zu finden. Die sind alle um die 20 Felder vom Dorfzentrum entfernt. Der zweite Mod, der sorgt für einen grünen Kreis auf der Minimap, auf dem das gegnerische Dorfzentrum stehen kann. Der dritte Mod ist für den Grid verantwortlich, also für den Hintergrund. Dass diese einheitlich ist, dass der ein kleines Raster als Hintergrund hat. Der nächste Mod dafür da, dass unnötige Pflanzen entfernt werden, hier die Minimap größer gemacht wird. Dann habe ich hier den Mod für meine kleinen Bäume. Es gibt auch einen Mod mit identischen Bäumen. Muss man ausprobieren, was einem gefällt. Der nächste Mod dafür, dass Blut länger liegen bleibt. Der nächste Mod für das Ressourcenpanel hier oben, dass dieses ein bisschen größer ist, dass, wenn man hier untätige Dorfbewohner hat, auch hier ein großer roter Button ist. Hier größere Reliquien, dann ein
Pointer für Mönche, also dass da ein kleiner Zeiger oben drüber ist, dass man dann die Mönche besser makron kann. Dann hier ein Mod, den man auch gerne hat. Bei diesem Mod werden kleine Symbole bei allen Baustellen hinzugefügt, zum Beispiel ob es eine Kaserne oder ein Stall wird. In der ersten Phase kann man es nicht direkt sehen, wenn man wieder weg ist aus dem Sichtbereich. Dann sieht man nur den Grundriss und da kann man es noch nicht sehen, aber mit dem Mod sieht man dann, was das für ein Gebäude wird. Für Wasserkarten New Fish Border, dann gibt es eine weiße Umrandung um jeden Fisch mit einem Fischsymbol drauf. Kann man auch besser draufklicken und sieht auch besser noch, wie viel Fisch da ist. Hier, dann geht es noch ein wenig um die kleinen Tiere ein bisschen größer zu machen, insbesondere die jagdbaren Tiere. Aus irgendeinem Grund ist es hier in 2 Mods unterteilt, aber deswegen beide auf jeden Fall empfehlenswert. Das gleiche für das Symbol über den Wildschwein. Dann habe ich hier 2 Spezialmods, zum Beispiel der hier für die Rattas, das ist die Spezialeinheit der Bengalis. Die können zwischen einem Nahkampf- und einem Fernkampfangriff unterscheiden. Und mit diesem Mod sieht man dann, ob diese gerade im Nah- oder Fernkampf gerade sind. Und dann kann man es dann leichter sehen, dass man eventuell diese manuell umstellen muss. Auch empfehlenswert, vielleicht braucht man den Mod am Anfang noch nicht. Der nächste Mod ist dafür da, dass die Maultierkarren von den Armeniern und Georgiern ein bisschen schöner aussehen. Vor allem ein bisschen kleiner, ein bisschen platzsparender, effizienter. Dann hier noch einen zweiten Mod neben den Einstellungen für den Technologiebaum. Der einzige Nachteil hier, dafür ist dann der Technologiebaum in Englisch, aber dafür umfangreicher. Dann hier noch einen sehr wichtigen Mod, wenn man Host ist. Dann wird man auch mit einer Stimme daran erinnert, dass man dass man noch Häuser bauen muss. Auch auf jeden Fall empfehlenswert. Der nächste Mod, das ist jetzt ein rein oberflächlicher hier fürs Hauptmenü. Mir gefällt die rote Farbe bei den Buttons nicht so, deswegen habe ich hier einen, um goldene Farbe zu bekommen. Ansonsten noch einen Sieg-Sound. In dem Fall habe ich jetzt hier den Sound eines Kumpels. So, dann kommen wir schon zum ersten Teil der Hotkeys. In dem ersten Teil geht es vor allem um den QWER-Block, also der linke Block auf eurer Tastatur. Der ist dafür da, um diesen Block hier zu steuern. Das Einzige, wo man aufpassen muss, die Taste links unten ist das Z, weil das nach dem amerikanischen Tastaturlayout geht. Aber ansonsten alles QWER, ASDF und dann halt hier Z entsprechend weiter. Die unterste Zeile braucht man normalerweise sehr selten, deswegen lohnt es sich fast nicht, das umzustellen. Aber nur, dass ihr wisst, warum das so ist. Das gleiche hier übrigens auch für Einheiten. Hier läuft auch alles über QWER ASDF ab. Und das Einzige, was wir jetzt eigentlich noch brauchen, wähle alle Dorfzentren aus, wähle alle anderen Militärgebäude aus und das geht hier über die anderen Einstellungen. So, dann kommen wir auch zum Hotkey-Menü. Das findet man eben als 5. Tab bei den Einstellungen. Das Wichtige vorweg, man kann hier einstellen, dass man alle Dorfzentren auswählt oder nur das nächste Dorfzentrum auswählt. Hier würde ich natürlich empfehlen, alle direkt auszuwählen, hier den Hotkey zu vereinfachen. Im konkreten Fall, den kann man dann eigentlich auf H setzen. Da gibt es dann hier einen Konflikt mit den Dorfzentren, weil hier auch auf H das läuft, aber den brauchen wir eigentlich nicht. Dann haben wir hier direkt einen Befehl für alle Dorfzentren. Das gleiche können wir jetzt noch bei den Kasernen, Ställen und Schießanlagen machen. Die anderen brauchen wir eigentlich sehr selten an Hotkeys und da ist es nicht schlimm, das notfalls mit der Maus zu machen. Konkret wäre das jetzt hier die Kaserne auswählen. Das könnte man dann zum Beispiel auf J legen. Da gibt es gar keinen Konflikt. Und jetzt gehen wir auf Schießanlagen und Ställe. Schießanlage wären dann B, wobei B hat schon einen Konflikt. N. Okay, N funktioniert. N hat zwar einen Konflikt, aber das geht jetzt hier nur um automatisch erkunden. Das ändern wir gleich zurück. Und alle Ställe machen wir dann auf M. Dann haben wir quasi auf NM, HJ quasi die 4 wichtigsten Einheitenbefehle gelegt.
Aber wir haben hier noch einen Konflikt mit den Militäreinheiten. Hier automatisch erkunden. Das ist egal, wo man das hinmacht, aber Hauptsache weit weg. Nee, automatisch erkunden braucht man eigentlich gar nicht als Hotkey. Dann lasse ich es lieber direkt weg. Aber das wären jetzt eigentlich die wichtigsten Hotkeys, die man wirklich braucht. Also hier einmal Dorfzentrum auswählen, habe ich jetzt auf H gemacht, Kasernen auf J, Schießstände auf N und Stelle auf M. Und alles andere sind Gebäude, die man höchstens zu bestimmten Zeiten kurz besuchen muss. Und da kann man auch auf ein Gebäude klicken. Natürlich gibt es noch weitere Hotkeys für verschiedene Modi. Zum Beispiel alle untätigen Dorfbewohner auswählen ist ein hilfreicher Mod auf Nomade. Damit kann man direkt den Nomadenstadt perfektionieren, wenn man direkt in der ersten Sekunde alle Dorfbewohner in die Mitte laufen lässt und dann dort bei der nächsten Stelle, bei der man Holz findet, ein Dorfzentrum bauen kann. Aber ansonsten würde ich bei den Hotkeys immer so sagen, wenn man was gerade unbedingt braucht an Hotkeys, schaut man nach und ändert es entsprechend und dann braucht man hier sich auch gar nicht so viel Gedanken zu machen. Wenn ihr ein längeres Hotkey-Video wollt, dann schreibt es in die Kommentare, dann wird es nach der Serie auch noch ein ausführliches geben. Das war jetzt der erste Teil. Insgesamt gibt es ca. 15 weitere Teile. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr alle ein Abo dalässt und bis zum nächsten Mal.